Moin Moin Freunde, was geht ab? Ich hoffe euch geht's gut. Herzlich willkommen zu meinem Hamburg Vlog. Ich werde mal gucken, was ich hier so zusammenschneiden werde. Ich habe keine Ahnung, was wir die Tage erleben werden, was wir zeigen dürfen, etc. pp. Auf jeden Fall bin ich gerade in Hamburg angekommen. Ich filme hier mit meinem neuen Handy. Vorher hatte ich immer eine GoPro. Ich hoffe, die Qualität ist in Ordnung. Das ist jetzt das erste Mal. Und ja, da mein Handy, mein altes, letztes Wochenende beim Kanufahren flöten gegangen ist, beziehungsweise kaputt gegangen ist, habe ich das jetzt mal neu gekauft und ja, ist eigentlich ein ganz guter Anlass, jetzt hierfür so einen kleinen Vlog aufzunehmen. Ist cooler auf jeden Fall, das so mitzunehmen, als immer die GoPro mitzuschleppen. Auf jeden Fall wollte ich euch jetzt zuallererst mal hier das Hotelzimmer zeigen, was uns Playa Games ja, gesponsert hat. Also das ist finanziert alles hier von Playa Games, das ist ganz cool. Ja, was mir schon mal bitterböse aufstößt, ist das hier. Ja, also wir dürfen hier tatsächlich keine Klimmzüge dran machen. Das ist schon mal ein erster dicker Minuspunkt für das Hotel hier, aber ansonsten ist es eigentlich ganz schön. Ja, dann gehen wir mal als nächstes ins Bad rein. Machen wir mal so eine kleine Roomtour. Ja, hier Toilette. Da ja, kann jemand zugucken, während man auf dem Scheißhaus ist. Auf jeden Fall ja, ist das relativ groß, das Bad. Ich habe hier auch schon gerade geduscht, es war arschwarm auf dem Weg hierher. Deswegen, ja, mein Auto hat auch keine Klimaanlage mehr, deswegen es war richtig warm. Und ja, aber schöne Dusche, schön groß. Das ist wirklich auf jeden Fall nicht schlecht. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Ja, so wie diese Stange hier, die kann man auch wirklich nicht beschweren. Diese verflixte Stange, das ist wirklich, das nervt mich wirklich, ja, muss ich immer so sagen. Auf jeden Fall machen wir mal weiter hier. Hier kommen wir über den Flur, dann zum Schlafzimmer. Ja, das sieht auch sehr gut aus, muss ich sagen. Also dafür, dass wir es halt komplett gesponsert bekommen haben, es ist wirklich, also kann man wirklich nichts sagen. Es ist wirklich ein super schönes Hotelzimmer und da werde ich hier die Tage mich definitiv wohlfühlen, würde ich mal sagen. Ja, es ist ein sehr sportliches Hotel, wie man sieht, obwohl ganz so sportlich dann ja wohl doch nicht. Ne? Ja, ansonsten, ich bin hier eben gerade angekommen. Das erste, was ich gemacht habe, ist geduscht. Ich habe mich hier noch gar nicht umgeschaut. Ich weiß nicht, was das hier für ein Föhn ist. Kannst auch jemand mit erschlagen. Auf jeden Fall ja, werde ich die Tage ein bisschen filmen, mal gucken, was wir so zusammenkriegen. Und ja, als nächstes auf dem Plan steht jetzt erstmal die anderen Leute ja, begrüßen, abholen, je nachdem. Wir treffen uns auf jeden Fall gleich. Also hier im Hotel sind ja des Weiteren noch Zombie, Nisa, Chase, Domka und ich weiß nicht noch, wer alles noch mit dabei ist. Ja, keine Ahnung, nagelt mich nicht drauf fest, sind so viele. Und auf jeden Fall, ja, treffen wir die jetzt gleich und dann geht's weiter. Mal gucken, was der Tag so bringt und generell die 2-3 Tage, die wir bei Playa sind. Bis dahin sehen wir uns gleich wieder. So, und dann moin moin Freunde. Wir sind jetzt hier in gemeinsamer Runde, einmal mit Lieutenant. Hey, was geht? We switch back to English because we are international here. We are here with Zombie. Hello my man, with Hello. Chase. Domka, the driver from Zombie, Gorgos and Sadek. Hello guys. Hello. And we are, jo. Und natürlich Lieutenant hier neben mir. Hast du schon gesagt? Ja. Und ich gönne mir jetzt hier einen schönen Ayran. Ja. Und wir lassen den Abend heute schön ausklingen hier. Und morgen geht es dann ab zu Playa. Das erste Mal für viele hier. Ich hatte ja schon mal einmal die Ehre, dort sein zu dürfen. Und wir gönnen uns jetzt hier ein bisschen, ja, ein bisschen türkisch hier, ne? Ein bisschen orientalisch. Ich habe mir Lamm bestellt. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Werdet ihr gleich sehen. Guten Appetit an der Stelle. Und ja, wir sind alle hyped. Insbesondere Gorgos ist extrem hyped. Also guckt ihn euch an, der kann es gar nicht mehr aushalten. Let's go. So, guten Morgen Freunde, was geht ab? Tag Nummer 2 ist angebrochen. Wir sind gestern ja, noch von Playa Games eingeladen worden, haben noch eine kleine Kneipentour gemacht und war sehr geil. Jetzt sind wir gerade aufgestanden und jetzt geht es gleich los zu Playa Games. Mal gucken, was uns da erwartet und ja, dann nehme ich euch auf jeden Fall mit. Bis gleich.
Wir sind jetzt hier gerade bei Playa. Servus. Servus, der Gorgos, der war gerade live im Stream, im Official. Ja. Wir gönnen uns jetzt hier gerade ein bisschen Mate. Ne? Und wir können ja mal hier so ein bisschen rüberlurken. Moment, wenn wir hier einmal reinschauen, dann sehen wir da, nämlich die beiden sitzen, da wird Official gestreamt. So. Die kriegen uns jetzt nämlich gar nicht mit. Wir waren eben gerade auch kurz drin gewesen. Lorzer, du kannst auch kurz hier, ne? Jetzt habe ich deinen Namen gesagt, jetzt kannst du auch mal kurz reinschauen. Wie läuft's? Ja, ich habe hier gerade übel geil Sachen gelegt. Das ist auch das erste Mal, dass ich im Official war hier. Ja. Das Premiere. Ja. Das Premiere. Ja, aber auch mal nicht dodgen, ne? Auch mal vorbeikommen. Ist ja fast, Ja, man muss erst zu Playa hier vorbeikommen, damit man hier ins Official kommt. das ist eine dreiste Lüge. Gleich liege ich Chats, ich sag's dir. Alles gut. Ja, dreiste Lüge, Wir ja. können ja noch mal irgendwann ein Official zusammen machen. Oder so. Ja? Also von mir, du. Ja, das haben wir doch schon vorgehabt, mehrfach. Ernsthaft? Ja. Nein. Doch? Wirklich? Ja. Nein. Das ist schon länger her, oder? Ja? Nein, Oh. doch. Nein, doch. Ja, können wir wirklich mal machen. Ja, klar. Da muss das im Sande verlaufen sein wieder, keine Ahnung, weiß nicht. Im Sande Also, verlaufen wie... Wie ein romantischer Abendspaziergang am Strand. Genau. So sieht das Ganze aus, von einer anderen Perspektive. Ja. Gorgos spiegelt sich die ganze Zeit hier. Ja, und wir gönnen uns jetzt hier ein bisschen Mate, auf jeden Fall. Eure Impression bisher? Saugeil. Macht schon was her, Ist ein ne? bisschen surreal. Das macht's auch geil. Ja, man kann sie beschreiben. Es ist Die Gastfreundschaft ist insane. Ja. Das ist crazy. Also die werden wirklich behandelt wie Könige, kannst du fast schon sagen. Ne? Auf jeden Frühstück, Fall. Mittagessen, kannst du dir Getränke nehmen, was du möchtest. Ich bin sehr dankbar und das ist meine Impression. Alle sehr sympathisch. Das teile ich auch mit Ludwig, auf jeden Fall. Du schließt dich der Meinung an. Ich schließe mich da voll und ganz an. Perfekt, ich Ist auch. auch eine nicht so kontroverse Meinung. Ja. Ich werde ab sofort nur noch ganz lieb von Playa reden. Kappa. Lol. Are sitting together and decide, hey, what do we want to do? Do we want to do a new class? That's question one. How do we want to do a class? And do we want to do surveys or do we want to do betas? Which kind of class do we want to do? Then we let this sink in and cook a bit, and then we get into the game design of the 6 classes. Rough pictures and health bars and stuff to just see how an animation could look. This is actually a very difficult part for art, really, when you know, like, this is a skull, this is a poison field or something. If you just get this, you're like, what can I do there? What can I put there? This is Ben. Ben is getting that one's like, now do it in a beautiful way. Go. because in the start, sometimes we did this without the theme in mind, right? We just said, oh yeah, you throw something at the enemy, and then something will pop up over the enemy to indicate that something, in this case, like poison effect or something like this, is happening, right? Quite literal, I mean, this is exactly what the artist will get, so Yeah. Yeah. this is exactly the briefing the artist will get, so like, do the artwork, so but I don't do the artwork, I just organize it. This is basically me setting up, trying to find all the recipes a good artwork needs to look cool at the end. Like, if you work in fantasy, you will try always to have something that's glowing. The way we know which class won. We got already like everyone from the team game design, from the team pre-production, from Ben, now UI artist, everything to just get the thing done in a way that it can be produced by the front end and back end department, the programming, the coding people, which come in the end. It has to really code this whole thing. So in this 3 months, there's front end and back end implementing the whole. Formulas. Yeah. Is it pain? It's fine. And the last one should just be more or less a validation of, hey, this can go live. And we just internally, it's like Florian and Patrick and his teams taking a lot of time and effort to just test it, test everything with the class on different platforms and try to find anything. Because the problem with testing classes is it has so many possible interactions. So, wir wollen jetzt Chase raiden hier. Das filmst du schon? Ja, ja. Oh, wir bekommen es so. So.
Was ist hier los? Hier wird gestreamt. Ja. Wir machen hier einen Real-Life-Raid. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget. Hier Sag ehrlich, ist das geilste Setup, was du bisher hattest? Oh. Nee, mein eigenes ist das geilste. Ernsthaft? Ja. Sehe ich nicht so. Bis auf das Audio-Interface. Das ist besser, aber der Rest ist bei mir eigentlich besser. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen. So, wir sind jetzt hier im Büro von Thorsten jetzt gerade. Ihr seht schon die Couch hier im Hintergrund. Ich mache vielleicht gleich nochmal eine kleine Roomtour. Wir sind hier mit dem Luti und mit dem Gorgi. Ja. Ich hoffe, es funktioniert alles mit dem Sound, weil es jetzt mit Handy ist, so auch für mich neu. Test. 1, 2, 1, 2. Wie war so euer Feedback für die 2 Tage, die wir jetzt hier waren? Generell über das ganze Event? Ja, extrem geil. Also wir wurden von vorne bis hinten quasi versorgt und konnten unsere Ideen zum Spiel beibringen und einbringen, nicht beibringen. Und auch vieles aus der Community weitergeben. Wir konnten in allen möglichen Meetings immer unterbrechen und sozusagen sagen, was wir denken, was das Beste fürs Spiel ist. Und ich denke, das entwickelt sich damit in eine sehr geile Richtung. Und Gorgi, bei dir? Also wir haben sehr viel erfahren, sehr viel Neues. Und ich denke auch, dass wir in vielen Bereichen euch feedback-technisch sehr viel zurückgeben können und auch ein bisschen dafür sensibilisiert worden sind für das, was wir erzählen dürfen, was nicht, und haben auch einen besseren Bezug dann dementsprechend zu Playa. Und ich denke, wir können das auf einen deutlich besseren Weg kommunizieren und zu einem besseren Ergebnis kommen in Zukunft. Ne? Wir haben ja auch ein paar Informationen bekommen, die wir jetzt auch schon so preisgeben dürfen. Das ist einmal, ich weiß nicht, wann das Video kommt, das ist einmal zum Pestdoktor. Da haben wir jetzt schon die kompletten Einblicke bekommen, wie er funktioniert, so in der Rohversion. So. Und also das ist alles noch nicht 100% fertig. Und dann einmal den World Boss, den durften wir auch schon sehen, wie er funktioniert, wie er designt ist und was er halt eben macht. Und erstmal so im Groben ist es quasi ein Idle-Event, kann man so sagen, wie so die Stadtwache, die man halt für 8 Stunden beladen kann. Es ist halt ein World Boss, wo Server gegen Server kämpft, je nachdem welcher Server halt eben stärker ist. Und dieser World Boss, den kann man bekämpfen, indem es quasi, wie will man es am besten machen, so ähnlich wie der Elevator aufgebaut ist, wo man sich halt quasi Items in einem Shop kaufen kann. Ja, genau. Ne? Aber man kann den nicht durchrollen, man kann nur einen Teil immer auswählen davon und dann wird es automatisch rerollt. Es ist wichtig noch zu sagen, erstmal, es ist quasi ein Katapult, was man beladen kann, was 5 Slots hatte, glaube ich, ne? 5 Slots. Und in diese 5 Slots konnte man dann quasi aussuchen, welche Teile vom Katapult gerade wichtig sind für den jeweiligen Part des World Boss. Weil der World Boss ist in 3 unterschiedliche Ebenen aufgeteilt. Einmal den Kopf, der Torso und die Füße sozusagen. Und für die jeweiligen 3 Ebenen braucht man jeweils die jeweiligen Buffs dafür, die man halt aus diesem Shop bekommt, um halt eben sein Katapult so zu beladen. Ne, das kann man so sagen, ne? Ganz genau. Und man macht halt passiv Damage. Und dieser passive Damage gibt euch dann Belohnungen oder jedem, der da teilnimmt. Diese Belohnungskisten, der Inhalt, der ist ganz geil. Und also, Ist auch noch wichtig zu sagen, es gibt ein Limit, wo sich dann der Shop schließt. Also man kann das nicht irgendwie endlos stacken oder so. Das hört dann auf. Und es kann sein, dass wenn ihr strategisch gesehen irgendwo etwas optimieren möchtet oder einen anderen Teil mehr fixiert angreifen wollt, dann könnt ihr diese Upgrades mit quasi zurücksetzen lassen, irgendwie das Katapult zerstören und könnt dann von vorne euch umskillen oder wie auch immer man das sagen darf. So kann man sich das vorstellen. Ja, also das ist so erstmal so der grobe erste Einblick. Natürlich, es wird ganz, ganz viele verschiedene World Bosse geben. Wenn einer down ist, kommt auch der nächste so. Ne? Und es ist auch, man muss ein bisschen taktisch an die Sache rangehen, je nachdem. Ihr werdet es dann sehen, wenn das Ganze draußen ist. Ich muss sagen, zum Start war es ein bisschen kompliziert zu verstehen, für mich persönlich, aber es hat sich ganz schnell von selbst erklärt so. Der einzige Kritikpunkt, den ich halt äußere, ist, man kann diese Verbesserung, die man für sein Katapult hat, bis zu 10 stacken. Die Pilzkosten werden natürlich aber dadurch relativ hoch, weil es kostet alles relativ viel Geld. Man kann auch mit einer neuen Währung, die dort innerhalb des Events ist,
sich quasi auch diese Buffs für sein Katapult kaufen. So, am Ende des Tages muss ich sagen, so fazitmäßig, es ist ähnlich wie der Elevator. Man kann quasi auch gut reinpilzen, man kann sehr viele Pilze da lassen, ähnlich wie beim Elevator. Wenn die letzte Etage nicht liegt, kann man da noch tausende Pilze reinknallen, aber es bringt einen Reward technisch nicht mehr so viel. So, das kann man dazu sagen. Man kann viele Pilze reinknallen, aber es bringt einen Reward technisch nicht so, also es ist nicht worth. So, finde ich persönlich. Und deswegen ist es, denke ich mal, einigermaßen gut gebalanced, so bisher bis zu dem, was wir jetzt so gesehen haben vom ersten Einblick. So. Ja, also es ist eher ein Elevator als ein Legendary Dungeon. Ja, Genau, auf jeden Fall. was dann schon mal gut ist, weil es dann halt nicht so Money-Making-mäßig so rüberkommt dann, ne? Ja, das auf jeden Fall erstmal so unsere Einblicke zum World-Event. Der Pestdoktor, ja, ich weiß nicht, wie viel wir dazu sagen, weil der kommt sowieso bald. Ne? Also den werdet ihr sowieso bald sehen. Er ist stark. Er ist sehr stark, ja. Ich habe vorher gehört, jemand meinte, er möchte gerne mal eine Geschickklasse haben, die nicht so krass OP ist. Ich glaube, der Wunsch wird nicht erfüllt. Das war Tyranny. Das war Tyranny. Ja. Der Pestdoktor, so was wir jetzt gesehen haben, also kann wie alle anderen Geschickklassen, nee, nicht alle, kann aber wie auch 2 andere Geschickklassen auch ausweichen. Das funktioniert aber auch nochmal auf eine spezielle Art und Weise. Und ja, ich glaube, ein Funfact, den wir droppen können, ist, dass seine Potion kann man auch dodgen. Die kann geblockt werden zum Beispiel, das ist also auch sehr interessant. Ich glaube, das wird geil. Ja. Die Klasse, ja. Das erstmal so als erstes Feedback von uns hier, ne? Dass ihr da schon mal so ein bisschen Bescheid wisst, was da in Zukunft auf euch zukommt. Genau. So, wir haben hier nochmal die View auf die Binnenalster hier. Wir sind jetzt gerade im 9. Stock. Ich mache jetzt nochmal eine kleine Roomtour. Eine kleine Tour hier durch Thorstens Büro. Ja, jetzt haben wir noch gerade den Part aufgenommen, den ihr davor gesehen hattet hier mit Gorgos und Luti noch. Hier ist der Hintergrund, den ihr vielleicht auch aus dem Interview kennt. Und das hatte man vielleicht im Video auch nicht ganz so gesehen gehabt. Und hier ist auch sehr geil hier. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Das Büro von Thorsten. Am besten ist auf jeden Fall die Aussicht. Hallo! So, moin moin Freunde, da sind wir wieder auf der Rückreise. Ja, meine Stimme ist noch ein bisschen heiser, nachdem wir gestern noch den Rundgang zum Schluss gefilmt haben. Ja, ging es dann auch schon los in die Sommerparty, in die angekündigte von Playa Games, wo wir auch eingeladen worden sind. Da habe ich natürlich jetzt nicht so viel gefilmt gehabt, weil also die meisten davon, die sind nicht in der Öffentlichkeit, da waren über 100 Leute da am Start. War auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich blende mal hier so ein paar Bilder ein. Ich habe mir auf jeden Fall den ein oder anderen Traum, sag ich mal, erfüllen können. Es war auf jeden Fall noch ein sehr, sehr großes Ziel von mir irgendwann mal gewesen, Marvin Clifford, den Zeichner von Shakes & Fidget, quasi der Fidget von Shakes & Fidget, persönlich kennenzulernen, ihm die Hand zu reichen, ihn nochmal zu umarmen, mit ihm mal anzustoßen, einzutrinken und auch sich bestimmt eine Stunde oder so, eine knappe Stunde mit ihm zu unterhalten. Das war einer meiner größten Träume, die ich noch so hatte, in Bezug auf Shakes & Fidget jetzt, weil man sonst eigentlich so alles irgendwie schon so, ne? Also man hat das Sponsoring, ohne jetzt so, dass man jetzt so alles erreicht hat, aber so peu à peu kam immer, ich habe das ja auch schon mal erzählt, das Sponsoring, dann kamen die Pilze, dann kam der Creator Code, dann kam der Avatar, dann kam der Dungeon-Gegnerplatz in der Dauerschleife der Idole und so. Und das hat sich immer so gesteigert und dann war ich bei Playa letztes Jahr ja auch gewesen, habe dort ein Video gemacht, ne, von dem Büro und alles sowas und habe mir gedacht, okay, was kann danach noch kommen? Und da war halt eben das Treffen mit Marvin so das Einzige und keine Ahnung, wann ich ihn hätte irgendwo sehen können, sollen, so. Ich habe keine Ahnung, ich wusste nicht, dass er da ist, so. Auf einmal sagt mir jemand, ey, Marvin ist hier. Und dann war ich sehr, sehr aufgeregt gewesen und hatten auf jeden Fall schöne Gespräche, es war sehr, sehr cool, war ein sehr geiles Treffen. Generell alle Tage waren sehr nice, sehr viele Workshops gehabt,
Leaks zum Worldboss und zum Pestdoktor gesehen, wie wir euch ja schon erzählt haben und so weiter und so fort. Ja, sehr viel gelernt, sehr viele coole Gespräche, sehr viel Feedback mitgenommen und das war auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung und ich hoffe, dieser kleine Mini-Vlog hat euch auch gefallen. Falls ja, schreibt sehr gerne einen Kommentar, lasst ein Like da. Ich verabschiede mich, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.